Willkommen bei der Tagesschau. Hier sind wieder Shiva und Jonathan, alias die Matrixer. In unserem heutigen Video haben wir uns gedacht, aufgrund der vielen Anfragen zur Lichtfalle von euch, machen wir ein Video zur Matrix und Nicht-Matrix. Das heißt, von der Schöpfung und dem freien Universum über die Erschaffung und dem Aufbau der Matrix. Ja, wir wünschen euch viel Spaß. Oh ja, das wird spannend. Es haben uns viele Fragen erreicht, aufgrund der zwei verschiedenen Videos, die jetzt online sind, einmal von uns eben und einmal von Marco und Sibel. Und durch die verschiedenen Darstellungsformen beider Videos und auch verschiedene Interpretationen sind eben viele Fragen gekommen, die wir jetzt mal mit euch besprechen wollen. Denn wir sind nicht mit allem ganz so einverstanden, weil wir einfach vieles schon gesehen und wahrgenommen haben. Und wollen das jetzt nochmal ein bisschen aufschlüsseln, würde ich sagen. Ja, einverstanden würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde eher sagen, das, was Sibel beschreibt und was sie wahrgenommen hat, entspricht den Tatsachen. Das auf jeden Fall. Also sie hat natürlich uns auch bestätigt, indem sie ja sagte, und vielleicht wusste sie das vorher gar nicht, dass es auch schwarze Portale gibt, die irgendwo hinführen, so wie sie sagte, aufgrund ihrer medialen Fähigkeiten. Und das zeigt ja, dass unsere Schlupflöcher tatsächlich existieren. Und darum, das, was Sibel da wahrgenommen hat, stimmt alles. Nur das Einzige, was wir eben ein wenig in Zweifel ziehen, ist, Punkt 1, was der Sibel dazu erklärt worden ist. Ja, denn wie gesagt, alle in der Matrix sind auf die Matrix programmiert. Ja, und wie das dann daraufhin interpretiert worden ist mit den schwarzen Portalen. Also das ist eigentlich alles. Ne? Sonst, Sibel, super Arbeit. Du hast auf jeden Fall alles richtig gesehen, was du gesagt hast, aber man muss unbedingt Wahrnehmung und Interpretation voneinander trennen. Das sind nicht ein und das Gleiche. Die Interpretation dessen, was wahrgenommen wird, das ist eben etwas, das auf einem anderen Platz steht. Genau, und da gehen wir jetzt einfach mal die Punkte kurz durch, was uns da jetzt so aufgefallen ist, würde ich sagen, oder? Ja, ganz genau. Genau. Und zwar wurde eben von der liebevollen Kugel gesprochen, die nur uns dient. Und Ist korrekt. es ist eine Kugel. Als Wahrnehmung kann man da eigentlich nichts gegen sagen. Es ist eine Kugel, das ist korrekt. Und natürlich ist da auch Licht und auch Liebe. Nur es ist eben manipuliert. Es ist ein Hologramm, eine Miniaturversion des wahren freien Universums. Und uns dient sie sicher nicht. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, nicht wirklich. Als Spiel, okay, ne? Aber was Entwicklung betrifft, Sie dient eigentlich nur denen, die die Matrix erschaffen haben und den Wesen, die eingeladen wurden, die Matrix mit zu beherrschen. Sprich den Voladores, den Matrix-Erschaffern, weil sie sich von uns was versprochen haben, und zwar, dass wir gute Sklaven sind. Für sie arbeiten damals noch Gold, inzwischen Energie. Das ist einfach eine Tatsache, man kann das jetzt auch gar nicht leugnen oder wegmachen. Nein, die Kugel dient nicht uns. Sie dient vielleicht allen, nur nicht den Menschen oder denen, die nicht frei sind. Nur die, die darum wissen. ja. Also als besonderen Clou dieses Videos würde ich sagen, wir haben jetzt hier zwei Portale nach dem Tod, So. ne, wie in der Grafik. Lichtfalle. Ne? Lichtfalle und diese schwarzen Portale. Dann meine Frage, meine Frage an die Kritiker, an das, was sie bei uns denken. Erstens, warum existieren diese schwarzen Portale? Warum nehmen diese schwarzen Portale zu? Und warum sind diese Portale durch das wachsende Bewusstheit der Menschheit entstanden? Und warum sind die Portale schwarz hier von der manipulierten Matrix aus gesehen? Genau. Die sind ja eigentlich gar nicht schwarz.
Nur wer sich innerhalb der manipulierten Matrix befindet, nimmt die als schwarz und bedrohlich wahr. Genau, da wird eine Angstfrequenz drüber gelegt, geht nicht rein, da ist duster und böse. Ja. Mhm. So. Und falls wir uns wirklich irren sollten mit der Lichtfalle, dann würde ich sagen, Leute, wenn ihr sterbt, geht doch einfach mal in das schwarze Portal rein, guckt nach, ob wir Recht haben oder nicht. Und wenn wir Unrecht haben, ja, dann geht ihr wieder raus und geht rüber ins Licht. Und ist das schwierig oder ist das ein Problem? Könnt ihr dann einfach so machen. Ne? Geht aber erstmal nicht direkt sofort ins Licht, wie das alle machen. Ne? Weil da kommt ihr nämlich nicht wieder raus. Ja, da kommt man nämlich so schnell nicht wieder raus. Geht zum schwarzen Portal, egal was euch gesagt wird, geht einfach mal gucken, was da los ist, geht einmal rein, guckt, was dann passiert. Und wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr wieder reingehen. Ja. Warum also davor warnen? Ne? Warum Wächter aufstellen, die dafür sorgen, dass man keinen Blödsinn macht oder so? Ja. Genau, und warum sollten sich dann Wächter in liebevolle Engel verwandeln, wenn sie in Wirklichkeit aussehen wie Matrix-Wächter, wie die ich hier, heißen sie die Anubis-ähnlichen Gestalten? Dann könnten sie auch so aussehen. Ja, das stimmt. Ja. Warum sahen die erst aus wie Engel? Das ist ja schon komisch. Naja. Ja. Und warum sollten Wächter uns vor Blödsinn beschützen? Denn, ich meine, auf dem Planeten werden Atombomben geschmissen, jeder bringt jeden um. Also genug Blödsinn auf dieser Welt passiert. Vor welchem Blödsinn sollen sie uns bewahren? Eigentlich gibt es da bloß einen Blödsinn, den wir machen können. Nur einen einzigen Blödsinn, den wir machen können, ist nämlich zu versuchen, in die schwarzen Portale zu kommen. Damit wir keine Sklaven mehr sind Ja. und uns benutzen lassen können. Also das ist der Blödsinn, auf den sie aufpassen können. Ja. Und was sollten wir denn da tun an Blödsinn? Sollten wir da eine Atombombe werfen in der Astralebene? Bewirkt nichts. Ja? Oder man sieht es ja auch irgendwie auf der Erde, was so geschieht. Ne? Da wird so viel Blödsinn gemacht, da mischt sich komischerweise auch kaum jemand ein. Das Problem ist auch, wenn man eben diese Wächter oder Engel im Multiversum fragt, nach der Matrix oder dem Ausgang oder dem Licht, werden sie einem natürlich das Vorprogrammierte erzählen. Aber wie war dein hübsches Beispiel mit den Fröschen? Ja, wenn man einen Sumpf austrocknen möchte, sollte man nicht zu den Fröschen gehen und fragen, wie man das macht. Weil die Frösche, die werden bestimmt das nicht so erzählen, dass es funktioniert, weil die mögen den Sumpf ja so, wie es ist. Genau. Und dann wollen wir euch noch ein bisschen was über die Wächter erzählen. Die haben nämlich jetzt auch in verschiedenen Versionen auch kennengelernt. Ich zum Beispiel habe die kennengelernt in einem Traum. Da war ich mit Leprechauns unterwegs und die wollten mir verraten, wie ich immer zu jeder Zeit luzid und astral sein kann. Und genau in dem Moment, wo sie Und solange du willst. Und solange ich will. Ja. Mhm. Und die wollten mir, die beiden süßen kleinen Leprechauns, wollten mir das gerade erzählen. Plötzlich kam da ja Matrix-Wächter und haben dann die Leprechauns damit verjagt und meinen Traum aufgelöst. Zack, schade. Weil wenn du luzid bist und astral reisen kannst, kannst du auch sehr viel über die Matrix lernen. Denn wir waren ja letztens auch auf Mentalreisen und haben eben gelernt, dass wir in unserer DNA diesen Matrix-Code haben, der uns dahin koppelt. Und hätten die mir nämlich verraten, wie man sich immer erinnert, immer luzid ist und immer astral reist, hätten wir wahrscheinlich zu schnell zu viel über alles erfahren. Und naja, das sehen die nicht gerne. Vor allen Dingen sehen wir es natürlich nicht gerne, dass man es irgendwie hinkriegt, diese Vergessenheitsmaschine zu überlisten. Ne? Mhm. Und nämlich tatsächlich Erinnerungen von diesen anderen Ebenen mit hier runterholt. Ne? Das sehen die natürlich auch nicht so gerne. Ne? Was war noch eine Frage, Shiva? Eine Frage nicht, aber wir wollten doch von dem Bahnhof mit den Ausgängen erzählen. Und zwar... Oh ja, das ist natürlich auch eine sehr interessante Erfahrung. Da haben wir nämlich unabhängig voneinander die gleiche Erfahrung gemacht. Auch zu dem Zeitpunkt, als wir noch gar keinen Kontakt hatten hier. Ne? Und wir uns noch gar nicht Leben. kannten. Genau. Ja, genau. Und zwar haben wir uns wir haben uns nicht getroffen, aber wir haben beide von der gleichen Welt geträumt. Das heißt, es muss sowas wie eine objektive Realität sein. Ja, das war auf der Astralebene, Genau. war das. Genau, ja. Wo dann jeder hinkommt, wenn er in einem bestimmten Zustand ist, wir vermuten Koma. Ja, zum Beispiel Koma-Patienten landen in dieser Realität überwiegend.
Und natürlich auch Persönlichkeiten, die sich aus irgendwelchen anderen Gründen von ihrem Körper für längere Zeit abgekoppelt haben und noch nicht klar ist, was mit der Persönlichkeit im Weiteren geschehen soll. Genau. So eine Art Warteraum, könnte man sagen. Ne? Genau, Ja. es ist ein großer Bahnhof, würde ich sagen. Mhm. Und er sieht für alle gleich aus. Und in diesem Bahnhof gibt es Brücken. Ja, erzähl mal, wie deine Erfahrung war Genau. am Bahnhof. Und in diesen Brücken sind schwarze Löcher. Unendlich lange schwarze Löcher. Ne? Aber sie waren auch, man soll da nicht reingehen, man kommt da nämlich nicht wieder raus. Mhm. Und bei dir war das ja genauso, oder? Ja, also ich hatte zum Beispiel, ich bin ins Koma gefallen durch mein bewusstes Ankoppeln an ein alternatives Selbst. Und als ich in dieser alternativen Realität war, passierte eben ein Autounfall und ich bin daraufhin ins Koma gefallen, in dieser alternativen Realität. Und von dort aus bin ich auch zu diesem Bahnhof gebracht worden. Und dieser Bahnhof sah sehr interessant aus. Das war eigentlich so ein riesiges Rondell, könnte man sagen. Da gab es alles. Alles. Bei dir auch? Ja, alle Geschäfte. Also Ja, wie ein großer Freizeitpark ohne Fahrgeschäfte. ja, ohne Fahrgeschäfte. Cafés ohne Ende, Kneipen, Klamottenläden, also alles, was das Herz so begehrt, wie eine gigantische Mall eigentlich. Aber sehr schick, auch ein bisschen alt gemacht, ein bisschen altenglisch, sehr schick verziert auch. Richtig, ja, genau. Und so habe ich das auch wahrgenommen. Also ich finde das so erstaunlich, dass wir da beide unabhängig voneinander die gleichen... Ich war sogar zweimal da, ich bin irgendwie zweimal. vor ein paar Monaten nochmal da gewesen. Wer weiß, vielleicht wäre schon wieder ins Koma vorgefallen ist bei mir. Ja, und zu dieser Mall oder zu diesem Bahnhof, es war irgendwie so eine Mischung aus einer Mall und einem Bahnhof, führten so Brücken. Da habe ich auch gesehen. Und ich bin immer diese Brücken lang gegangen, weil irgendwann kannte ich den ganzen Bahnhof und die ganze Mall und so. Ich habe mir das alles angeschaut natürlich und war eine super Stimmung da, also war richtig toll da, richtig schön. Aber trotzdem war ich neugierig und habe dann diese Brücken näher erkundet. Und auf diesen Brücken habe ich dann manchmal so schwarze Löcher gesehen. Die waren vielleicht so im Durchmesser so 1,50 oder 1 Meter, 1,50 Meter breiter waren die nicht. Ja. Bei dir auch? Genau. Und dann stand ich vor diesem schwarzen Loch. Es war wirklich pechschwarz. Ehrlich, pechschwarz. Und ich stand dann davor und habe dann da runtergeguckt und habe gedacht, was passiert, wenn ich da reinspringe? Was passiert? Und dann kam auch jemand vorbei, zufällig, und der meinte zu mir, ja, was ich denn hier mache. Und er hat gesagt, ja, ich schaue mir gerade diese schwarzen Löcher hier an, die manchmal auf den Brücken zu sehen sind. Was hat es damit auf sich? Und da meinte er zu mir, oh, da würde ich nicht reinspringen. Da ist schon mal ein Jugendlicher reingesprungen und der ist nie wieder aufgetaucht. Der wurde richtig verschluckt. Also ich würde da nicht reingehen. Der ist auch nie wieder rausgekommen. Niemand weiß, wo der landet. Also ich würde diese schwarzen Löcher meiden. So mehr oder minder hat er das so formuliert auf diplomatische Art und Weise. Wie war das bei dir? Ja, war ganz genauso. Ja. Was haben die bei dir gesagt? Ja, eben, man sollte da nicht reinspringen, man kommt da nicht wieder raus. Also ich hatte jetzt keine langen Dialoge, weil ich war mehr interessiert, was ist mit dem Loch, springe ich da jetzt rein oder nicht. Ich meine, er hat ja nicht gelogen. Wenn er sagt, nee, also wenn du da reinspringst, kommst du ja nie wieder raus. Ja. Stimmt ja auch. Aber es war eben mit einer bestimmten Angst verbunden, die dann auch suggeriert wird, spring da bloß nicht rein, das ist gefährlich und böse. Ja, eben, so ein bisschen unterschwellig kommt das schon rüber, so dass das nicht so gern gesehen wird. Was ja auch stimmt, er lügt ja nicht. Ne? Er sagt ja die Wahrheit, es ist eben eine Frage der Interpretation. Und das ist der Unterschied. Die Wahrnehmung war, da sind schwarze Löcher, die sind Portale, die führen irgendwo hin. Höchstwahrscheinlich ins freie Universum, würde ich mal sagen. Ja, und ja, aber wie man das interpretiert oder was man dann erzählt bekommt, das ist wieder was ganz anderes. Das ist eine Frage der Interpretation. Ja, das war spannend. Ja, das war sehr spannend. Ja, ich glaube, das war es dann eigentlich auch schon, oder? Machst du schon. Ja. Nur noch ein letztes, und zwar wird uns immer wieder geschrieben, wir hätten ja die Verantwortung für alles, was wir sagen. Aber das stimmt so nicht ganz. Wir haben die Verantwortung, oder wir fühlen die Verantwortung dafür, die Informationen, die wir erhalten in unseren Wahrnehmungen und in unseren Bewusstseinszuständen, dass wir die euch vermitteln. Wie ihr die dann interpretiert und was ihr aus diesen Informationen macht, dafür tragt ihr ganz allein die Verantwortung, dafür haben wir keine Verantwortung.
Richtig, wir können euch nur die Tür zeigen, beziehungsweise das schwarze Loch. Die könnt ihr nehmen oder nicht. Ja, und die könnt ihr nehmen oder nicht. Eure Entscheidung. Natürlich können wir auch nur euch das Wissen vermitteln, was wir in unseren dissoziativen Zuständen und auch unseren Traum- und Bewusstseinsreisen wahrgenommen haben. Mehr können wir nicht tun. Was ihr daraus macht, obliegt eurer alleinigen Verantwortung. Und wir werden das tun. Wir werden euch das weiter vermitteln, denn es ist wichtig, dass die Leute eben erwachen, damit das Gitternetz entweder zerstört wird, es gibt so viele Gründe, um die Informationen eben weiterzugeben. Es gibt viele Informationen da draußen. Ob unsere jetzt die alleinige Wahrheit ist, mag dahingestellt sein, aber wir versuchen es. Da müsst ihr auf euer Herz hören, ob das, was wir sagen, wahr ist oder nicht. Und wenn ihr meint, dass es nicht wahr, dann zieht weiter. Bestimmt gibt es irgendwen, der euch besser gefällt. Aber ich denke, so wie wir an Nachrichten bekommen haben und so, sind viele Menschen dabei, die haben das Gefühl, dass da was dran ist, was wir sagen. Und dass das kein Quatsch ist. Und was auch noch dazu zu sagen ist, alle unsere Erfahrungen, die machen wir unabhängig voneinander. Wir sind ja jetzt hier nicht gerade eins und wir haben das Gleiche erlebt. Also wir erleben schon das Gleiche, nur eben aus zwei verschiedenen Körpern. Ja, also, so ist es. Wir sprechen uns hier nicht ab und sagen dann euch das, sondern wir erleben das unabhängig voneinander und dann tauschen wir uns aus. Ganz genau so ist es, ja. Naja, jedenfalls, ich hoffe, die Grafik gefällt euch. Die haben wir extra für euch gebastelt, stundenlang. Und damit ihr das alles mal ein bisschen optischer sehen könnt, wir können die Grafik ja nochmal einblenden kurz. Da könnt ihr euch das viel besser vorstellen, wie wir das eigentlich meinen und wie das aufgebaut ist. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr Kommentare bringt oder das Video liked. Genau. Ja, dann würde ich sagen, war es das dann für dieses Mal und ja, wenn hier nichts mehr drauf ist, hier so, nein, alles gut. Ja, dann danken wir euch wieder fürs Zuschauen und wir hoffen, dass wir mal euch zum Nachdenken gebracht haben und dazu auch in euer Inneres hineinzuhorchen. Und wer Lust hat, der kann natürlich auch die Technik der Dissoziation erlernen. Dann kann er nämlich selber nachschauen gehen, wie das wirklich alles ist. Dann muss er eben nicht unbedingt sich nur allein auf unser Wort verlassen. ganz genau. Ja, dann wünschen wir euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's Bis gut. bald. Ciao.